Hey, hallo zusammen, mein Name ist David Münch, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Neuss. Ich habe letztens meinen Job gekündigt und gehe auf Weltreise. Und wie man unschwer sehen kann, mit dem Fahrrad hier. Die Idee, die hatte ich schon vor 4 Jahren und in wenigen Tagen geht's los, und zwar am 1.1.2019. Ja, genau im Winter, aber dafür habe ich, denke ich mal, die richtige Ausrüstung. Genau das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Und zwar erstmal mein Fahrrad und dann würde ich ein bisschen was auf meine Ausrüstung eingehen. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Hättet ihr auch sowas gekauft oder was anderes oder habt ihr noch ein paar andere Tipps? Ja, dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Ja, das ist meine graue Schönheit, mit der ich die Welt umrunden werde. Und zwar ist das ein Chromo-Stahlrahmen von Norvid. Vorne habe ich einen Namendynamo von Sonn. Und hier habe ich einen USB-Ausgang, mit dem ich dann meine Geräte laden werde. Hier vorne habe ich mein Handy drin. Mit der App Komoot werde ich navigieren. Ja, hier habe ich noch ein paar Sachen, die wasserdicht verpackt sind. Ja, allgemein habe ich Ortlieb-Packtaschen, wie man sehen kann. Da sagen sogar unsere lieben Holländer, dass das die besten sind. Ja, hier hinten habe ich nämlich die 2x35 Liter Variante. Das sind die größten. Und ja, hier zwischen habe ich mein Zelt verpackt. Darüber nochmal ein Rackpack, wo ich auch nochmal ganz viel Kram drin habe. Und ja, wie man sehen kann, habe ich hier auch noch 2 Reifen mit Spikes. Und ja, da bin ich selber mal gespannt. Das ist jetzt ein bisschen unglücklich, weil das sind nochmal 2 extra Kilo, die ich mitschleppe, aber ich starte halt im Winter. Und ja, dann habe ich natürlich, was sehr wichtig ist, ein 14-Gang Rohloff habe ich da hinten, damit ich auch sicher um die Welt komme. Ja, das so zu meinem Fahrrad und dann gehen wir mal weiter. Ja, als allererstes zeige ich euch jetzt mal meine Klamotten und momentan haben wir 3 Grad und da trage ich momentan Merino-Wolle als erste Schicht hier oben und hier unten. Das von Woolpower, das ist ganz angenehm zu tragen. Hier oben habe ich eine Kunstfaser-Isolationsschicht und darüber nochmal eine wind- und wasserdichte Jacke. Die Hose ist von Fjällräven Pro Barons, glaube ich. Die ist sehr praktisch und zwar ist sie an den Knien und am Gesäß verstärkt und hat viele nützliche kleine Taschen. Die Schuhe sind Lova Renegade, das sind, glaube ich, die meistverkauften Schuhe Europas. Und ja, da habe ich nochmal so eine Lammfelleinlage und darunter nochmal ja, so eine Alufolie, damit meine Füße schön warm bleiben im Winter. Ja, unten habe ich schon mal meine anderen Klamotten ausgebreitet, die gucken wir uns jetzt mal an. Fangen wir mal links an. Und zwar ist das ein Fleece-Pulli von Hecklöfs. Ist mein Lieblingspulli, der muss mit, auch wenn er ein bisschen sperrig ist. Dann habe ich hier eine Warnweste, Überziehschuhe, die sind gefüttert mit Vlies, wenn es mal richtig kalt wird. Hier habe ich auch noch mal ganz viel lange Unterwäsche für den Winter und Snowboard-Handschuhe mit Innenhandschuhen, die auch eine Touch-Funktion haben. Also nicht die Handschuhe, sondern mit denen kann ich den Touch bedienen. Dann habe ich hier noch mal dünnere Handschuhe, die halten aber trotzdem bis 0 Grad warm. Und die sind auch noch wasserdicht, also ganz praktisch gegen Regen, wenn es ein bisschen kalt ist. Dann habe ich hier eine Regenüberziehhose. Die hat hier auch an der Seite einen ganz langen Reißverschluss. Das heißt, die kann ich auch mit Schuhen anziehen. Einfach drüber ziehen. Dann habe ich hier eine kleine Mütze, die passt noch unter den Helm, und noch eine größere Mütze habe ich mit. Und ja, einen kleinen Schal. Hier ein paar Falke-Socken und noch ein paar dickere, 2 Paar habe ich mit. Hier habe ich auch nochmal, wie meine lange Hose, nochmal als kleine Variante von Fjällräven eine Badehose, 2 T-Shirts. Ja, hier so Radler-Unterhosen, da habe ich auch gerade eine an. Ja, und hier noch aus Mikrofaser so ein kleines Handtuch. Und um das alles zu waschen, habe ich so ein, wie heißt das nochmal, Scuba Bag. Ja, Scuba Bag. Das hat hier innen so ein paar Noppen. Dann packt man da 2, 3 Klamotten rein, ein bisschen Wasser. Dann macht man das zu, kann die Luft entlassen hier in dem Ventil. Ja, dann kann man das ein bisschen kneten und so werde ich meine Wäsche zwischendurch mal waschen. Ja, dann gehen wir mal auf mein Elektro-Equipment ein. Hier filme ich mit meiner
Drohne, und zwar ist das eine Mavic Pro. Die habe ich jetzt seit 2 Jahren. Die habe ich auch schon mal in Norwegen geschrottet. Da ist mir die Kamera und das Gimbal abgerissen. Das war wirklich eine Heidenarbeit, das wieder zu reparieren. Einen Ersatzakku dafür nehme ich mit, die Fernbedienung. Und ja, an Kameraequipment habe ich eine Sony Alpha 6000 mit einem Reise-Zoom-Objektiv. Ja, ich weiß, das sieht ein bisschen krass aus, aber damit macht man schöne Fotos. Und nochmal ein Samyang Weitwinkelobjektiv. Damit kann ich auch schöne Nachtaufnahmen machen. Filmen tue ich gerade übrigens mit einem Samsung S9 Plus, was auf einen Zhiyun Smooth 4 ist. Und das wiederum auf einen das ist auf einem Carbon-Stativ, und hier habe ich auch nochmal ein Gorilla-Stativ für unterwegs. Ja, hier habe ich eine Stirnlampe, die ist ein bisschen größer, aber die Lichtstärke ist einfach genial und die hält auch ewig. Hier habe ich ein Ersatzhandy, eine Soundbox, die nehme ich mit, ein bisschen für Musik, das schadet nie. Hier habe ich eine Terabyte SSD Festplatte, um meine Videos zu speichern. Und hier habe ich ein Microsoft Surface. Ja, da werde ich meine Videos und Fotos bearbeiten und meine Reise planen. Das ist sehr praktisch. Das hat eine lange Akkulaufzeit, ich glaube bis zu 13 Stunden, und ist super leicht. Also ist total toll. Hier habe ich von Anker eine Powerbank. Die hat auch noch die Variante, die ein bisschen kälteresistenter ist. Und dann habe ich nochmal, wenn die Sonne scheint, ein Solarpanel. Da bin ich mir aber noch nicht sicher, wie viel das bringen wird, aber davon werde ich dann während der Reise berichten. So, hier unten ist jetzt mein Kochequipment. Hier habe ich mir einen Benzinkocher gekauft. Der ist von MSR Whisperlight. Wie der Name schon sagt, ist der sehr leise. Hier habe ich nochmal einen Windschutz dafür. Und hier kommt dann das Benzin rein, das sind knapp 900 Milliliter. Da komme ich eine Woche bestimmt mit hin, um mir morgens einen Kaffee zu kochen oder mittags oder abends was lecker Warmes zu essen. Und ja, dann habe ich hier einen kleinen faltbaren Becher aus Silikon. Hier ist auch ein Teller dazu, den kann ich auch als Brettchen verwenden, um ein paar Sachen zu schneiden. Und ja, hier habe ich eine kleine Bratpfanne und einen Kochtopf, beides aus Aluminium. Hier habe ich nochmal ein scharfes Messer, einen kleinen Feuerstein da hinten und hier nochmal Besteck. Und hier habe ich 2 Thermoskannen für meinen Kaffee morgens oder halt für den Winter, damit das Wasser nicht einfriert. Und hier habe ich nochmal 2 Wasserflaschen. Ja, dann schauen wir uns jetzt nochmal mein großes Equipment an. Hier habe ich einen 30 Liter Rucksack, den ich mitnehme zum Wandern oder für Handgepäck im Flugzeug. Dann habe ich hier einen Hüttenschlafsack, eine Hängematte. Die sind ja mittlerweile so kompakt und leicht, die muss ich einfach mitnehmen. Ja, hier habe ich einen richtigen Brecher, das ist ein Hilleberg Nalo GT2. Ich weiß, das ist wirklich Luxus, den mitzunehmen. Ich finde den auch jetzt doch ein bisschen groß. Aber da werde ich halt unterwegs gucken, wie ich damit klarkomme. Sind immerhin nur 3 Kilogramm. Schauen wir mal. Ja, hier habe ich einen Down-Schlafsack. Das ist der Glacier 1000. Der hat eine Komforttemperatur von -10 oder -12 Grad. Der bringt mich dann durch den Winter. Hier habe ich einen Schlafsack Lamila Z, heißt der. Den nehme ich dann für ganz normale Temperaturen. Und hier habe ich von Thermarest meine Schlafmatratze. Die ist auch für den Winter geeignet. Da werde ich dann auch darüber berichten, wie gut man da drauf schlafen kann. Ja, das war es dann soweit von mir, von meinem Fahrrad und von meinem Equipment. Weiteres Equipment seht ihr dann, wenn ich unterwegs bin. Am 1.1. geht es ja los. Ich denke mal so, die ersten Videos kommen dann so Mitte Februar. Und ja, ich kann es kaum erwarten. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Und ja, dann wünsche ich euch mal schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut.